Oh, meine Liebenden und Lieben, wir switchen mal um. Wir sind zurück, wir sind live, wir sind die Mastering Academy und wir sind wieder on air. Hallo ihr Lieben, wir hoffen es geht euch gut. Heute haben wir mal ein neues Konzept im Petto. Das nennen wir Mixing Elevator on Air, Mastering Academy Mixing Elevator on Air, wo ihr die Möglichkeit habt, uns Songs zu schicken. Das heißt, mixe eine Stereo-Wurst sozusagen und wir würden dann die hier sozusagen live durchhören, besprechen, was man da machen könnte. Das würden wir auch zwischendurch im Stream nochmal erwähnen, dass also jeder die Möglichkeit hat, oder vielleicht ist auch jemand hier dabei, der selber gar keine Musik macht, der sich für Mixing interessiert, aber kennt jemanden. Ja, wir wollen ein bisschen hier die Stereowürste, schreibt der Chris von Blome, genau. Es geht um Stereowürste. Und genau, da habt ihr die Möglichkeit, hier Mixer einzusenden und dann werden wir die hier live mal abspielen und gucken, was man da noch so für kleine Problemchen entdeckt, eventuell, um die Dinger dann entweder auf ein nächstes Mixing-Level oder auch schon Mastering ready zu tragen. Der liebe Vincent schreibt, hallo Steffen, hallo Chris, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute eine liebe Unterstützung und zwar ist das unser lieber, verehrter Camp-Member, Brudi und talentierter Engineer, toller Produzent und wunderbarer Mensch, der liebe Mr. Vincent Price. Und ich würde dich jetzt hier mal introducen. Ich packe mich mal hier unten in die Ecke. Hallo Vincent. Ahoi Matrosen. Ich werde jetzt hier langsam rot mit der Lobhudeleien. Ganz lieben Dank. Sehr gerne. Vielleicht irgendwie willst du noch kurz irgendwie was zu dir einmal anreißen? Ja, also ein Teil der Leute wird mich ja jetzt schon aus den Coachings kennen, vom Mixing-Kurs und vom Mastering-Kurs. Vincent Price ist mein Künstlername, bürgerlich heiße ich Frank Wiese, bin seit Mitte, Anfang der 90er Jahre in der elektronischen Musikproduktion unterwegs und habe mir hier in der Mastering Akademie den letzten Feinschliff geholt und bin den Jungs da, also auch dem Fasi, dem Toni, dem Tai und auch dem Friedemann sehr, sehr dankbar. Und jetzt kriege ich gerade hier unter den Füßen Besuch von meiner Katze. Ja, es ist auf jeden Fall eine Ehre gewesen, mit dabei gewesen zu sein. Und es ist auch eine Ehre, heute Abend mit euch hier durch den nächsten Stream zu huschen. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. By the way, hallo Fadi, schön, dass du da bist, Bro. Was geht ab? Alles geht ab, Mucke geht ab. Wir werden hier jetzt gleich direkt in die Mixings mal reinstarten. Wir haben hier jetzt 4 Tracks von dem lieben Chris, von dem lieben Steffen, von dem lieben Malte und von dem lieben Tom. Und ich würde sagen, ich springe hier einfach mal in die DAW Our Choice. Und das ist nämlich in diesem Fall heute das wunderbar klingende Nuendo. Wie ihr seht, wir haben die Dinger hier schon mal reingeladen. Wir haben es nicht gemacht. Das heißt, was wir jetzt machen, wir spielen den Song mal ab. Ja, hören noch mal so ein bisschen rein und dann geben wir mal unseren Mustard ein bisschen dazu. Ja, das wissen wir, mein lieber Chris. Vielen Dank nochmal für den Hint. Klingt etwas metallisch, der Ton von Winnie. Das ist right. Das werden wir zum nächsten Mal fixen. Wir haben noch nicht den Loopback gefunden, sozusagen. Den Herd des Loopbacks, der hier das veranstaltet und caused. Aber da sitzen wir dran und das passiert jetzt einmal im Monat. Und dann hoffen wir, dass diese Situation dann im nächsten Stream dann gefixt ist. Haben wir genug Zeit, das kriegen wir hin. Schön nochmal für den Tipp, Chris. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier... Auf geht's. Ja, auf geht's, genau. Wir starten einfach mal durch. Wir fangen von Anfang an. Wir hören die jetzt nicht zwangsläufig komplett durch. Wir würden mal sagen, mal sowas vielleicht Intro, Chorus, Strophe oder sowas, dass wir das so ein bisschen, dass wir da so ein bisschen Gefühl für bekommen und dann würden wir direkt unseren Senf zu geben. Vielleicht bei dem einen oder anderen Song, wenn wir da spezielle Frequenzareale hören, vielleicht mal kurz einen Fabfilter Q3, einfach mal kurz raufladen, um mich so ungefähr zu zeigen, was wir meinen klangmäßig, damit ihr da eine Vorstellung habt. Und dann würde ich sagen, packe ich mich mal nach oben rechts in die Ecke hier. Und ja, dann kommt hier der erste Song, den hat der wunderbare Malte eingereicht. Liebe Grüße an dieser Stelle, wir küssen dein Herz, Rudi. Vielen Dank für die Einreichung. Cooler Song vom coolen Künstler, den ich persönlich auch sehr gerne mag. Das ist die liebe Siddy. S-I-D-D-Y. Gerne mal auschecken auf Insta, TikTok und Streaming-Plattform. So, meine Lieben. Dann geht's los und wir hören mal rein, was der liebe Malte, der Angie, uns denn hier kredenzt hat. Let's go!
Leben hinter mir, ja. Ey, ich lass mein altes Leben hinter mir. Viele Pläne, aber kein Plan, wohin es führt. Fahr mit offenem Fenster für den Fahrtwind. Wer wird mich vermissen, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Das hier sind Geschichten für die Ewigkeit. Jeder Augenblick brennt sich in meine Seele ein. Probleme lösen sich in Rauch auf. So viel Fragen, doch ich werd einfach nicht laut drauf. Ich brauch einfach Abstand von dir. Ich muss meine Gedanken sortieren. Ich bin wieder nachts wach, schiebe wieder ab. Fuck, zeig, dass endlich mal was passiert. Ich brauch einfach Abstand von dir. Ich muss meine Gedanken sortieren. Ich bin wieder nachts wach, schiebe wieder ab. Fuck, zeig, dass endlich mal was passiert. Weiß nicht genau wohin, aber ich lauf ohne Pause nach vorn. So viele Pläne gemacht und sie dann aus den Augen verloren. Ich kann dir nicht sagen, was mit mir nicht stimmt, ich bin out of control. Bin viel zu lange schon, ist mein Kopf leer und auf Autopilot, yeah. Unterwegs, ich verliere mich in den City Lights. Viel zu spät, ich glaub, ich komm heute nicht mehr heim. Schon okay, weil ich weiß, dass nichts für immer bleibt. Bleib kurz stehen, alle Sorgen ziehen an mir vorbei. Ich brauch einfach Abstand von dir. Ich muss meine Gedanken sortieren. Ich bin wieder nachts wach, schiebe wieder ab. Fuck, zeig, dass endlich mal was passiert. Ich brauch einfach Abstand von dir. Ich muss meine Gedanken sortieren. Ich bin wieder nachts wach, schiebe wieder ab. Fuck, zeig, dass endlich mal was passiert. Ich brauch einfach Abstand. Ja, Steffen hat's richtig gesagt. Wicked. Ja, ich wollte auch gar nicht ausmachen. Sehr, sehr stabiler Song. Was mir gleich aufgefallen ist, man hört, glaube ich, im Hintergrund noch Purchase your tracks today. Geiler Song, klingt schon extrem amtlich. Ich würde sagen, da hatte Malte schon einen sehr guten Job geleistet. Wenn wir auch mal angucken hier, die Decke schön ausgenutzt. Klar, das puncht hier ein bisschen durch. Das ist aber bei der Musikrichtung auch völlig in Ordnung. Es klingt sehr stabil, hat einen richtig schönen Umf drinne. Ich will noch mal kurz hier im Intro reinhören. Da ist uns was aufgefallen. Leben hinter mir, ja. Ey, ich lass mein altes Leben hinter mir. Viele Pläne, aber kein Plan, wohin es führt. Also es klingt so, also erstmal overall sehr, sehr geiles Development, schöne helle Vocals, was man das Gefühl hat, dass ein bisschen die S-Laute, dass der DSer vielleicht nicht die ganz richtige Frequenz gecatcht hat. Deswegen wirken die so leicht undistorted. Es kann Stilmittel sein, ich denke mal aber nicht. Also das ist die eine Sache, wo man dann vielleicht hätte, was kann man da machen? Man kann sich, die eine Sache ist natürlich, wenn man aufnimmt und dann schmeißt man sich da 2, 3 DSer drauf, wenn man da so viele Höhen reingedreht hat, weil man diese Präsenz braucht und dann einem diese Sibilanten entgegenfliegen. Eine andere Sache wäre dann tatsächlich einfach die S-Laute zu separieren und von Hand runter zu drehen. Das war eine Möglichkeit. Also das ist die eine Sache, das ist aufgefallen. Das macht den Kohl jetzt aber nicht fett, weil der Song, der lebt auch von dieser aggressiven Energie. Da hat der City das in der Hookline auf jeden Fall zersägt. Übertrieben stabil. Was wir gehört haben, ist so ein kleiner... Lass mal uns den Pro-Q draufladen. Also wir haben gedacht, das macht Sinn, wenn wir euch so ein bisschen mal das mit Frequenzen zeigen, was da eventuell noch zu viel sein könnte, wo ein bisschen was zu wenig ist oder sowas. Und dass man sich das dann klangmäßig auch besser vorstellen kann. Ich würde sagen, ich dial hier mal kurz rein. Vincent, möchtest du noch irgendwas zum Besten geben, mein Bester? Ja, also es ist eigentlich auch mir aufgefallen, dass da bei den Vocals so ein bisschen Fisseln und Zisseln drin ist, so bei 12K. In sich super geiles Nummer. Also ich mag die Nummer, ich mag auch den Stil. Wie du schon sagst, sehr stabil, sehr kompakt. Also man kann merken, dass der liebe Malte zugehört hat in den Sessions. Der hat keine Peaks, der hat den Headroom nach oben hin also ausgenutzt und ja, sehr, sehr stabiles Ding.
Ja. Und wenn wir das jetzt noch hinkriegen, so diese 12 Grad, also es hört sich so ein bisschen an, als wäre die Esther so in etwas. Also das war jetzt nicht, dass das Haus eingestürzt ist, das war meine Katze. Die ist jetzt auch live mit dabei. Wenn wir das noch in den Griff bekommen, dann ist die Nummer, glaube ich, Mastering ready. Das hätte ich aber auch gesagt. Da hat der Malte auf jeden Fall einen ganzen Job geleistet. Lass mal gucken, ob wir da so 1, 2 Hints geben können. Also was mir hier insbesondere, weil hier hört man auch sehr gut. Ich hatte auch natürlich mit dem Winnie vor schon geschnackt. Wir hatten da schon mal gegengehört. Wir haben so einen kleinen Build-up, was die Vocals und die Instrumente angeht. Ich meine, das klingt super. Das kann man wirklich sagen. Aber vielleicht kriegt man da noch so ein bisschen Klarheit rein. Also das eine, lass mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo hier was finden, was noch so ein bisschen rummuffelt. Ich rede jetzt insbesondere von dem Bauch, von den Vocals und von den Melos. Lass mal hier ein bisschen rumsweepen mit dem Fab Q3, mal ein bisschen in Solo, ob wir das hier finden, was wir hören. Guck mal, da hört man schon, wenn man reindreht, ist ein bisschen overpronounced. Da würden wir einfach mal ein bisschen dynamisch rausziehen. Lass mal hier nochmal gucken, ein bisschen weiter unten. Jeder Augenblick brennt sich in meine Seele ein. Probleme lösen sich in Rauch auf. So viel Fragen, doch ich werd einfach nicht laut drauf. Ich brauch einfach Abstand von dir. Ich muss meine Gedanken sortieren. Ich bin wieder nachts wach, schiebe wieder ab. Zeig, dass endlich mal was passiert. Wenn ihr mal genau drauf achtet, ist, wenn nur diese 2 Frequenzen, das hätte ich im Mix, hätte ich das wahrscheinlich auf dem Melo und auf dem Vocal Stem gelöst. Und zwar merkt ihr sofort, witzigerweise wegen diesem Sample im Hintergrund, denke ich mal, Vincent redet, aber das ist in dem Beat vergraben. Alles gut. Achtet mal bitte drauf, wenn ich das anmache. Jetzt ist er disengaged, das liegt daran, dass das Fältchen hier gelb ist. Wenn ich das anmache, merkt ihr richtig, wie so ein bisschen mehr Luft in die Vocals kommt und das ganze Ding so aufgeht. So, AB hier. Lass mein altes Leben hinter mir. Viele Pläne, aber kein Plan, wohin es führt. Fahr mit offenen Fenster für den Farbe. Wer wird mich vermissen, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Das hier sind Geschichten für die Ewigkeit. Jeder Augenblick brennt sich in meine Seele ein. Probleme lösen sich in Rauch auf. So viel Fragen, doch ich werd einfach nicht laut drauf. Ich brauch einfach Abstand von dir. Ich muss meine Gedanken sortieren. Ich bin wieder nachts wach, schiebe wieder ab. Ganz klar, also da würde ich mal gucken, mein lieber Malteser Malte, da guckst du mal, ob du da vielleicht diesen Build-up in den Vocals und den Melos noch ein bisschen in den Griff bekommen kannst. Und eine Sache würden wir auch gerne noch kurz einmal aufzeigen, und das ist uns nämlich in den Verses aufgefallen. Ich nehme jetzt hier mal, das ist jetzt der Verse, dieser Down-Part hier. Ich mache den mal kurz an. Da hört man das auch ganz klar, aber da fehlt sogar noch ein bisschen R drauf, wenn man das vergleicht. Ach, guck mal hier, das muss ich dann wahrscheinlich mit Alt rüberziehen. Jetzt ist er komplett weg. Na gut. Warum auch nicht? Okay, die holt er nicht zurück, macht nichts. Wir zeigen das einmal ja, so Männer kurz. Und Technik, ne? Männer und Technik, genau. So, Pro Q3, dann hatten wir gesagt, irgendwo in diesem Bereich 200 bis 500 oder was. Nochmal rein da. So, was macht er hier? Der Kollege Schweißfuß, zack. Hier einmal Solo aus und Solo aus und Solo an. So. Die Ewigkeit, jeder Augenblick brennt sich in meine Seele ein. Probleme lösen sich in Rauch auf. So viel Fragen, doch ich werd einfach nicht laut drauf. Das schafft schon mal ein bisschen Luft, aber wenn du das mit der Hookline vergleichst, fehlt so ein bisschen R. Vielleicht können wir hier mal so ein bisschen was reinschieben, einfach so mal auf blöd. Das hier sind Geschichten für die Ewigkeit. Jeder Augenblick brennt sich in meine Seele ein. Probleme lösen sich in Rauch auf. So viel Fragen, doch ich werd einfach nicht laut drauf. Ich brauch einfach...
Genau so. Ich werde nochmal, damit das klarer wird, hier auch nochmal schnell diese 2 Frequenzen kontrollieren. Einfach mal grob. Das sind Pläne, aber kein Plan, wohin es führt. Fahr mit offenem Fenster für den Fahrtwind. Wer wird mich vermissen, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Das hier sind Geschichten für die Ewigkeit. Jeder Augenblick brennt sich in meine Seele ein. Probleme lösen sich in Rauch auf. So viel Fragen, doch ich werd einfach nicht schlau drauf. Ich brauch einfach Abstand von dir. Ich muss mein... Das wär's eigentlich. Mehr kann man dazu nicht sagen. S-Laute ist wie es ist. Guck mal, muss man mal gucken, ob man das noch ein bisschen geritzt bekommt. Aber das ist jetzt für mich nicht dramatisch. Aber genau, diesen Bild ab. Alles homöopathisch. Alles homöopathisch, genau. Genau, Type hat es schön gesagt. Das macht schön Platz, ja, dieses 300 bis 700 und auf einmal geht die Soße so auf. Manchmal fragt man sich, ja, muss ich da noch Höhen reindrehen? Oftmals ist es so, wenn du dir einen gewissen Bereich einfach kontrollierst, machst du ja schon wieder mehr Luft für den Rest der Frequenzen. Das hat ja sehr gut funktioniert. Vielen Dank, Malte. Schöne Grüße, City, abgeliefert. Habt ihr auf jeden Fall einen extrem stabilen Track da auf Reisen gebracht, sind wir auf jeden Fall Fan. So, meine Lieben, wir stampfen definitiv ein absolutes Brett. Und dann, genau, purchase your beat today. Das, genau, das habe ich da rausgehört. Hat er aber gut kaschiert. Wie gesagt, ich dachte immer, der Vincent irgendwie, der hat sein Mikrofon nicht auf Mute oder was. So, dann haben wir jetzt den nächsten Track. Steffen, ich weiß nicht genau, wie der Song heißt. Der hieß Midnight Mix. Ich vermute, dass der liebe Steffen einfach bis in die Puppen im Studio saß. Und das war sozusagen der Midnight Mix. Und dann auf 12 Uhr auf die Uhr geguckt und dann, okay, rausbouncen. So, wir hören da mal gemeinsam rein und dann schaffen wir uns mal kurz eine Vision und gucken mal, ob da denn noch was rauszuholen wäre. Let's go! Steffen, wir küssen deine Herzen und Herzen. Fade into night, I'll be
Sehr schicke Nummer. Ja, der Type schreibt ganz richtig, Endgegner, extrem stabil, krasser Song, geile Produktion, Mix klingt auch schon sehr amtlich, geiler Vibe. Ich würde sagen, Winnie, vielleicht möchtest du mal ein zum Besten geben, was ist dir was aufgefallen? Die Nummer ist schon so close, also da ist wirklich das, was wir jetzt bemängeln, das sind so die letzten 1-2%, was auch viel mit Taste zu tun hat. Was mir aufgefallen ist, ich finde es insgesamt so ein bisschen muffelig. Das kann aber auch so dem Stil geschuldet sein. Ich bin halt auch so jemand, der sehr, sehr gerne Höhen hat. Was aber auch damit so zusammenhängen könnte, dass so diese 800, so 200 bis 800, so die Lows, die sind so ein bisschen überbetont, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wenn man da unten aufräumt, dann kommt oben die Luft wieder so rein. Dann ist mir aufgefallen, dass die Decke nicht ganz ausgenutzt worden ist. Es gibt also jede Menge Stupid Peaks, wie der Friedemann immer so schön sagt. Die könnte man dann, denke ich mal, in den Gruppen im Mix dann aber auch einfangen. Und dann ist man da schon an einem Punkt, wo es dann fast gar nichts mehr zu bemängeln gäbe. Ja, das würde ich so unterschreiben. Da wurde auf jeden Fall abgeliefert, würde ich mal sagen. Ich würde das. Definitiv. Ich habe auch das Gefühl, es fehlt ein bisschen High-End. Und es sind so wieder so ein paar Build-Ups in diesem, ich würde mal sagen, 200 bis 900 Hertz irgendwo. Da könnte was man natürlich doch auch schwer ist, die Nummer ist natürlich auch sehr, sehr viel drin, die ist sehr voll. Sehr dicht. Das darf man bei der ganzen, genau, das darf man bei der ganzen Nörgelei nicht außer Acht lassen. Es ist natürlich unheimlich schwer. Je mehr Instrumente in einem Mix drin sind, desto haariger und desto komplizierter wird das Mischen. Und insofern berücksichtigt man dann die Tatsache, dass es ein voller Mix ist. Also stabile Leistung, super. Sehr, sehr geil, genau. Steffen, kannst du auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, extrem stabil. Ich würde sagen, also das sind wirklich mal nur diese letzten 1-2%, und das, wie der Winnie auch schon sagte, der Vincent, das ist ja auch ein bisschen Taste, das darf man auch nicht vergessen. Ne, wir können da sozusagen nur ein paar Ideen geben, und man darf auch nicht vergessen, fairerweise muss man sagen, wir hören hier mit komplett frischen Ohren rein, wenn man schon an diesem Mix gearbeitet hat, vielleicht sogar bei der Produktion involviert ist, dann ist das natürlich so, dass man dann schon so ein bisschen vorimprägniert ist, dann ist man nicht mehr so richtig objektiv. Aber wie gesagt, es ist ein extrem stabiler Mix, und ich denke, wir können mit 1-2 Tricks können wir noch mal so ein bisschen dieses ganze Bild aufgehen lassen, was man da eventuell im Mix noch machen könnte. Also das erste, was der liebe Winnie gesagt hat, Vincent, entschuldige, ich nenne dich immer Winnie, das klingt irgendwie so sympathisch. Da habe ich gar kein Problem mit, ich habe so viele Namen, da kommt es auf den einen mehr auch nicht mehr an. Also was man hier auf jeden Fall auf der Summe einsetzen könnte, wäre entweder ein Limiter, der uns zumindest die Decke gibt, wo wir diese ganz kleinen Strichelchen, die wir jetzt hier sehen, hier mal reinzoomen, so der hier und diese 3-4 Dinger. Da gehen wir gar nicht. Du dann aber auch mal auf die. Oh, Entschuldigung, aber selbstverständlich. Genau, hier kann man das sehen. Ich zoome da noch mal ein bisschen rein. Dann sieht man, dass hier so 1-2 Peaks immer mal so ein bisschen rausschießen, und da kann man sich entweder dann sehr leicht eingestellten Limiter einfach ein bisschen ansetzen, oder, da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail, man kann den Fab-Filter auch sozusagen im Anführungszeichen im Clipping-Mode benutzen, das ist dann sehr clean, das heißt, wir gehen ja einfach auf minus 0,3, habe hier den One-to-One-Button ein, das heißt Input equals Output, wir gain keine Lautstärke, und dann gehe ich jetzt einfach mal zu diesen paar lauten Peaks, die wir da gesehen haben, und versuche mir den mal so einzustellen, dass er nur an diesen Stellen gerade mal so 1-2 dBchen wegklippt sozusagen. Dann werdet ihr hören, dass alleine da schon auch im Mixing, das kann man sich gerne im Mixing einsetzen, man muss sich eine Seeding setzen, wir da schon so eine bisschen integere Stabilität reinbekommen. Lass mal gucken, ob Tony hier Mist sabbelt oder ob wir das gemeinsam hören. Ich mache hier mal kurz einen Loop an, und dann fahre ich da mal rein. Achte mal auf den Klang der Vocals. Also wenn man da so ein bisschen was klippt, dann kriegt man oftmals schon so ein bisschen, als hätte einer schon so ein kleines Paketband drum geschnürt. Achte mal auf den Klang der Vocals, ob ihr den Unterschied hört.
Ja, und er soll wirklich nur da arbeiten an diesen Stellen. Das heißt, hier sollte er gar nichts machen. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Und dann hatten wir gesagt, wir haben da so ein bisschen leichten Build-up. Irgendwo vermutlich hier in diesem Bereich 200 bis 900. Wir hören da mal gemeinsam rein. Ja, oh. In Ja? der Ecke ist es. Was reindrehen und das fühlt sich ein bisschen unangenehm an, weil man so einen Druck in den Ohren bekommt. Dann sind wir definitiv an der richtigen Stelle. Das wäre das eine Bändchen. Dann gucken wir hier mal. Da ist auch ein Hauch zu viel für unseren Taste. Es ist auch fies, weil hier hört man so sehr gut in diesem Studio. Da hört man wirklich die Nadel im Heckhaufen rascheln irgendwie. Da können wir auch ein bisschen was kontrollieren. Und dann gucken wir mal, wie viel wir davon rausziehen. Ja, ich glaube, das hört man sehr, sehr deutlich. Ich denke, der Vincent würde das unterschreiben, jetzt wo wir das einmal so ein bisschen hier... Schon so ein bisschen, ja, da kommt schon so ein bisschen die Luft rein, die mir gefehlt hat. So, ne? Genau, also kommt ein bisschen... Airige kommt zurück. Genau, wenn ihr jetzt mal auf diesen Chor-Part achtet, dann hat man das Gefühl, jetzt wo wir das demaskiert haben, das ist jetzt fies, weil wir das auf der Summe machen. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Entweder macht man noch ein bisschen was, es spricht ja nichts dagegen, im Mixing auch auf seinem Tubas noch ein bisschen was zu EQen, ganz leicht. Aber das ist hier für uns ganz klar ein Build-up zwischen den Vocals und der Melodie. Das heißt, da müsste man mal gucken, ob man in diesen beiden Bereichen, in diesen beiden Stems mal so zwischen 200 und 900 guckt, ob man da so ein bisschen das noch ausbalancieren kann. Das da nochmal rein und achte mal, wenn der Chor kommt. Ich mache hier, jetzt ist aus, ihr seht das, ist gelb hier, jetzt wäre an. Ich muss noch kurz gucken, wo kommt der Chor hier? Genau. So, wir hören mal von hier rein. Ich mache mal zwischendurch an und aus. Jetzt sind wir aus. Gleich mache ich an. Und dann werdet ihr hören in dem Chor, wenn ich den ausmache und dann wieder anmachen, hört ihr, wie man dann erst richtig den Raum auch hört. Das heißt, da kriegen wir eine viel schönere Tiefe noch in den Mix. Ich mache doch mal zum Chor, damit das greifbar wird. Jetzt klingt es so ein bisschen, als würde der Sound hier an der Nase enden. Und wenn wir das anmachen, dann kommt da so Luft rein. Dann hat man richtig das Gefühl, dass der Chor in so einem Raum steht. Das macht richtig Platz. Ich denke, das ist deutlich. Der liebe Steffen schreibt, ja, ich denke, das macht Sinn. Da kommt einfach das macht einfach Raum auch für diesen Chor. Alles atmet ein bisschen mehr und somit haben das, was Vincent auch schon sagte, dass da so ein bisschen High-End dazukommen könnte. Das hat sich damit jetzt so ein bisschen auch schon ausbalanciert. Und was man auch noch machen könnte, wäre die Drums eventuell noch mal parallel komprimieren, dass sie noch so ein bisschen Smack
reinbekommen. Ich denke, das wäre noch ganz cool. Einfach mal vielleicht sowas wie den Shadow Hills Class A oder sowas mal versuchen, parallel reinzuschieben. So ein ganz kleines bisschen, dass sie noch so ein bisschen auch ein bisschen breiter gefächert kommen, ohne dass du die jetzt komprimierst oder so. Einfach ein bisschen parallel was dazu schieben und mit so einem Class A, dann geht auch so ein bisschen in der Räumlichkeit in den Drums noch die Sonne auf und ansonsten abgeliefert, Steffen. Vielen Dank. Ja. Oder noch vielleicht einen schönen Öl 76 reinschieben. Ein Tipp ist mir noch eingefallen gerade, wenn man einen Mix hat, der so voll ist und man ein bisschen Platz haben möchte für die Vocals, gibt es den Track Shaper und den einfach als Sidechain benutzen, um das Instrumental ein bisschen runterzudrücken in den Frequenzen, wo die Vocals sehr präsent sind. Und dann hat man auch schon wieder ein bisschen mehr Separation. Du meinst den Track Spacer? Das hilft einem eigentlich auch schon. Track Spacer, genau. Von welcher Firma war? Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ich komme gerade nicht drauf. Was? Tone Projects? Ja, kann sein. Auf jeden Fall Track Spacer heißt das gute Stück. Ja. Kann ich für solche Sachen nur wärmstens ans Herz legen. Oder den TDR Nova. Der ist sogar kostenlos. Der macht da auch einen sehr, sehr guten Job. Und so bekommt man ein bisschen Platz für die Waves Factory. Danke. Waves Factory, ganz so genau. Mehr Platz. Danke, genau. Chris. Ja, sehr gerne, Steffen. Dann struggelt man nicht so, ne? Ja, das macht Sinn. Also, aber ihr habt ja auch gesehen, selbst mit so einem Fab-Filter geht das schon sehr, sehr einfach, weil das muss man einfach sagen, diese dynamische Funktion, was auch immer die da für einen geisteskranken Algorithmus da eingepflegt haben, der reagiert eigentlich immer perfekt von Attack und Release. Das schwimmt so schön mit. Muss man natürlich vorsichtig einsetzen. Das war jetzt alles homöopathisch. Aber wie gesagt, wenn man das so ein bisschen zwischen den Vocals und den Instrumenten aufräumt, dann geht nochmal die Sonne 2% auf. Vielen Dank, Steffen. Liebe Grüße. Weiter so. Geile Arbeit. Sehr gut. Definitiv, definitiv. So, wir wandern weiter. Es war wieder Nölen auf ganz, ganz hohem Niveau. Auf höchstem Niveau, ja. Das ist eigentlich frech, dass wir das überhaupt Nölen bezeichnen, ja. So, also, wir haben auch vor der Session haben wir die Dinge auch mal ein bisschen kurz gemeasured und sowas. Und was wir jetzt sehen hier ist bei dem lieben Chris, das ist ja jetzt, im Grunde genommen ist es kein Drama. Ich vermute, dass der Chris wahrscheinlich seinen Limiter einfach den Output ein bisschen runtergezogen hat. Ist eigentlich ein 32-Bit-Zeitalter nicht mehr nötig, also nutzt ruhig die Decke aus, wenn ihr einen Limiter auf der Summe habt, solltet ihr, dass ihr da euch zumindest eine Decke setzt, hier und da 1, 2, 3 Peaks mal catchen, damit ihr an 0 ranfahren könnt, damit ihr auch richtig measuren könnt. Und genau, da hatten wir jetzt 1,8 dB True Peak, glaube ich, negative. Das ist jetzt kein Drama. Genau, wir haben ein bisschen Luft nach oben. Ein bisschen Luft nach oben, genau. Aber wenn man das dann noch zum Mastering gibt, dann nutzt ihr dann die Decke aus. Damit wollte man eigentlich nur sagen, ist nicht nötig. Ihr könnt da gerne an 0 ranfahren, nimmt da vielleicht dann minus 0,5 oder was oder mal so ein Sicherheitsthreshold von so einem dBchen am Output von eurem Limiter oder was. Das reicht dann eigentlich aus. So, dann würde ich sagen, ihr kriegt hier ein buntes Potpourri aus allen Styles. Wir kriegen jetzt hier feinsten Drum and Bass um die Ohren gepfeffert. Feiern wir. War früher voll in, war dann nichts mehr zu hören, so richtig, so in der Szene noch. Und jetzt hat man das Gefühl, das kommt gerade wieder. Das ist nie ganz weg gewesen. Und es ist ein Revival, ja, genau. Es kriegt gerade so ein Revival. Ja. Sehr cool. So, vielen Dank an Chris, der uns diesen grandiosen Song eingeliefert hat. Meines Erachtens nach ist das auch hier nicht nur engineert, sondern auch produziert von dem lieben Chris. Sehr, sehr geil. Wir haben ja schon mal reingeluschert vorher ganz kurz. Und dann würde ich sagen, hören wir mal rein, ob wir dem Chris noch ein paar wertvolle Tipps mit auf den Weg geben können. Let's go!
Party. Und schön nochmal am Ende den High nochmal Tape-Stop runtergezogen. Sehr, sehr geil. Finde ich sehr nice. Klingt übertrieben geil. Sehr geiler Song, auch sehr schön unique und trotzdem irgendwie so oldschool vertraut. Sehr, sehr nice. Mir sind ein, zwei Sachen aufgefallen, aber ich würde sagen, ich würde erstmal das Wort dem lieben Mr. Priceless übergeben. Ja, mir ist auch aber ganz klitzebisschen was aufgefallen. Also das Ding ist schon so genäht. Also das, was jetzt kommt, ist wirklich Personal Taste. Ich mag es eigentlich immer, wenn die Kick so ein bisschen präsenter noch ist. Aber wie gesagt, das ist wirklich Personal Taste. Das ist mir aufgefallen. Dann habe ich das Gefühl, dieser Drum Loop, jetzt kommt der DJ durch, das ist dann, der muss vielleicht ein bisschen nach vorne gezogen werden oder ein bisschen nach hinten geschoben werden. Ich habe stellenweise das Gefühl, dass der ein bisschen aus dem Groove rauskommt zum Bass. Aber auch wie gesagt, das ist Millisekunden, die kleinste Sekundeneinheit, die es gibt. Dr. Watson ist am Start. Da kommt der DJ in mir durch. Timing ist da immer Thema. Aber wie gesagt, schöne innere Lautheit, auch in dem Mittelpart eine sehr schöne Tiefe. Da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Das Ding ist so genäht. Also ich würde auch sagen, da wusste jemand, was er tut. Da wusste jemand, was er tut. Da hat der junge Mann abgeliefert. Mir sind eigentlich auch nur, deswegen habe ich auch den lieben Vincent hier, der hört nochmal mit ganz anderen Ohren, weil er auch als DJ so mit Kick und Bass, wie du schon sagst, es wäre dann wahrscheinlich Personal Taste. Ich vertraue da deinen DJ-Ohren sozusagen. Ich habe auf andere Sachen irgendwie gehört. Mir ist einmal was im Intro aufgefallen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich meine, das ist klar, Drum and Bass wird schön laut gehört. Wenn man auf einer Jungle Mania Party in den 90ern war, ja, lange her, da weiß man, dass der DJ kein Null kennt, sondern der dreht das einfach noch weiter und macht das Mischpult kaputt. Hauptsache genau, alles distorted und dann noch DJ Skipper, die vorne am Rumschreien und so. Man kennt es. Und zwar ist mir einmal... Ab 3 roten LEDs wird es erst interessant. Da wird's nichts. Da wird es erst interessant. Genau, und zwar habe ich hier einmal im Intro, ich würde mir das einmal separieren. Ich mache das erstmal nur grob so ein bisschen, dass man... Ja, dann schmeiß mal schnell die DAW auf den Schirm. Das mache ich doch sehr gerne. So, hier ist das Intro. Genau, ich mache das einfach mal so. Den nehmen wir hier mal weg und den machen wir mal so. Und zwar, wir lauschen da mal rein hier. So, zack. Gucken, dass ich euch jetzt hier nicht auf einmal alle gleichzeitig um die Ohren pfeffer. So, dann machen wir einfach mal, wo waren wir hier? Zack. So, das ist hier der liebe Chris. Der Christopher. So, und zwar hier war ein Instrument, was so ein bisschen rausgeschossen ist. Das kriegen wir wirklich ganz einfach wieder mit dem Q3 gefixt. Lass da mal reinluschern, ob ich spinne. Da, diese Strings. Da könntest du noch mal gucken, ob du die so ein bisschen in diesem, ich vermute, das ist irgendwo hier in diesem Bereich, dass du die im Intro noch mal separiert, vielleicht ein bisschen dynamisch vielleicht runterziehst. Die tun ein bisschen in den Ohren, wie wenn man es laut hört. Ja, das ist schon ein bisschen besser für mein Ohr, auch mit dieser brachialen Lautstärke. Chris schreibt, da mache ich gar nichts mehr, der ist schon Release. Macht aber nichts. Ja, hast das du auch brauchen wir ja auch nicht mehr. Das ist, ja, was wir gesagt haben, es ist ja schon Personal Taste. Das ist Personal Taste, ja, genau. Also wir reden hier nicht mehr von Prozenten, das ist nicht schon Promille. So, guck mal, das hat mir eigentlich schon gereicht hier, wenn man noch mal drauf achtet. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal ein bisschen lauter zu hören. Wir gehen noch mal ins Intro, ich mache den noch mal aus. Und jetzt mal mit.
man erschreckt sich nicht ganz so doll. Ja, das wäre so für mein Taste. Und sonst overall, das hat man hier gehört am Ende so ein bisschen, das ist wirklich auch wirklich Taste. Das britzelt natürlich auch ordentlich oben rum. Ja, nee, Chris, da hast du, wie gesagt, da hast du super Arbeit geleistet. Das ist ja wirklich ein bisschen Taste. Und ich höre hier sehr laut, kann hier sehr gut hören. Da fällt einem sowas gleich auf. Lass mal gucken, ob wir das hier finden. Das ist so ein bisschen so ein Bereich, den hätte man noch so ein bisschen kontrollieren können. Und hier ein bisschen die Schärfe und im Outro hört man das auch in diesen Percussions, ist mir das aufgefallen. Lass mal gucken, ob das die Sache, es geht ja sowieso nicht besser oder schlechter, sondern nur Ideen. So, wir machen mal Disengagen hier. Also so laut wie ich das jetzt hier habe, wird das ein bisschen angenehmer fürs Ohr. Das war's eigentlich. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen Taste. Der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen empfindlichere Ohren. Und dann würde ich da schreiben, Nummer 5 lebt. Genau, Nummer 5 ist wieder am Start. Und lass mal gucken hier in den Percussions im Outro. Ja, das hätte für mich schon gereicht. Ein bisschen hier bei 760 respektive 800 und ein bisschen bei 3,4 Kilohertz. Das hätte für meinen persönlichen Taste das auch ein bisschen integer gemacht. Aber ansonsten super geiler Job, Chris. Respekt, weitermachen. Sehr, sehr cooler Tune, sehr, sehr cooler Sound. Kann man nix sagen. Ich würde sagen, da wurde mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ja, da war wieder einer am Werk, der sein Handwerk versteht. Yes, 100%. So, Definitivo Bretto. wir küssen auch dich, unser lieber Chris. Vielen Dank nochmal für die Einreichung von diesem absolut geilen Tune. Sehr, sehr cool. Unbedingt mal auschecken, den jungen Mann. Schreib ruhig nochmal deinen Künstlernamen hier in den Chat, dann kann man dich mal auschecken. Und dann würde ich sagen, hoppen wir jetzt mal zu dem... Ja, und auch mal einen Spotify-Link, wenn ihr den zur Hand hast, auch mal reinballern. Immer rein damit, genau. Community. Du hast mich neugierig gemacht. Key. Cool, so, dann würde ich sagen, hier kommen wir dann zum letzten Track und das ist von dem lieben Tom. Und was wir hier sehen als allererstes ist, da fehlt uns ein bisschen innere Lautstärke, da fehlt uns ein bisschen RMS, das heißt mit anderen Worten, ein bisschen die Peakstruktur oben, sehr igelig. Wir hören auch gleich rein und dann kann der Liebe... Übrigens, ich habe jetzt mir doch angewöhnt, die Dinger komplett durchzuspielen. Das macht Sinn, das sind so coole Songs. Und dann wollen wir uns auch die Zeit nehmen, denke ich, wenn wir dann immer an der Hälfte abbrechen. Ja. Da habe ich mal mit einem Studenten furchtbaren Ärger bekommen, als ich nach der Hälfte abgebrochen war. Und dann sagt er, die Komposition ist noch gar nicht fertig. Und deswegen, genau, spielen wir die Songs jetzt auch mal ganz durch. Das macht auch Sinn. Wir wollen euch auch den Respekt geben für eure coole Mucke. Und die Leute sollen auch mal hören, was ihr da für schöne Musik draußen habt. So, also was wir hier sehen, wir haben so ein bisschen unkontrollierte Peaks hier oben. Das heißt, da hätte ein Limiter auf jeden Fall Wunder getan. Nicht nur Limiter, wir reden hier auch von innerer Lautheit. Ja, die kommt natürlich um Gottes Willen nicht nur durch einen Limiter, aber bei dem Limiter geht es immer darum, dass wir uns oben eine Ceiling schaffen, bisschen da reinfahren und dann kriegen wir auch ein sehr schnelles Bild, was überhaupt in unserem Mix passiert. Ich nenne ein Beispiel, wenn der Limiter die ganze Zeit gar nicht arbeitet und wenn die Kick kommt, geht das Ding 6 dB in die Knie, dann wisst ihr, dass ihr da so ein bisschen bei euren Drums mal gucken könnt. Da fühlen ja viele Wege nach Rom, da gehen wir gar nicht zu viel ins Detail. Was hier fehlt, wie gesagt, ist so ein bisschen innere Lautheit. Das würde ich jetzt einfach nochmal optisch sagen. Und dann würde ich sagen, dann hören wir doch mal rein, was uns denn hier kredenzt wurde. Let's go!
Yeah, I'm the best for you, I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who I am. I'm the best for you, I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who I am. I think this all new to you, yeah, let me show you shit. Way too smooth, way too clean, moving way too slick. You fucking with me, you know this is legit as it gets. Self-made man, nah, I ain't no kid. Nah, I ain't no kid. Young, clean and arrogant, how can I be jealous? Baby, your ex is an embarrassment. How can I not flex if everybody stare at it? I'm the best out of my city, there ain't no comparison. This game of and I married it. Running from the cops on the low. Audit, can you send me the Addy? Now that's a no-go. Money in my pockets and I got that shit so low. He wanna pull up, he won't though. I'm the best for you, I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who I am. I'm the best for you, I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who I am. I miss you, Chris Dom. Geiler Song. Sweet. Ich liebe den Knacks am Ende. Sowas liebe ich. Ja. Cooler Song, sehr, sehr geil. Ich würde sagen, ich lasse erstmal den lieben, vielen Dank auch für die Einreichung. Wir küssen dein Herz wie immer. Und ich würde sagen, dann lasse ich doch erstmal, höre ich doch mal, was der liebe Mr. Price. Ja. Also das technische Genörgele überlasse ich diesmal dir. Ich gehe jetzt mal so nur auf die künstlerische Ebene ein. Ganz, ganz weit weg von dem, wo ich momentan drin zu Hause bin. In dem Genre bin ich auch super selektiv. Aber das ist mein Favorite heute Abend. Ich finde diesen Oldschool-Touch, der aber nicht Oldschool klingt, und dieses Lo-Fi-Feeling, es gibt ja diese ganzen Lo-Fi-Mucke mittlerweile, das passt so geil zusammen, dass ich sagen muss, mein absoluter Favorite heute Abend. Und ja, jetzt darfst du sehr gerne den guten Eindruck weiterführen, weil also, es ist auch nicht mehr viel auf der technischen Ebene. Aber da darfst du dann jetzt mal so ein bisschen deinen Mostard dazu tun. Aber wie gesagt, ist mein Favorite heute Abend. Ich mag die und ich feiere die total. Ja, das sehe ich genauso. Sehr, sehr geiler Song. Ich habe hier, eigentlich waren alle 4 meine Lieblingstracks heute. Fand ich alle geil. Ich mag das auch, dass wir so schöne, unterschiedliche Styles heute haben. Ich würde sagen... Also es war schwer, ein Favorite zu finden, definitiv. Definitiv, aber da geht es ja auch nicht drum, sondern wir wollen allen gleichermaßen sozusagen helfen. Wir lieben Musik. Wir können eigentlich mit allem was anfangen. So, also das Erste, was ich ja meinte, ist so ein bisschen innere Lautheit. Das müsste man mal gucken. Das sollte man auf jeden Fall probieren, die Kick ein bisschen einzufangen. Das heißt, kann sogar sein, dass sie vielleicht so ein bisschen leiser kann, vielleicht ein bisschen klippen und ein bisschen ansaturieren, dass sie insgesamt ein bisschen voller wirkt, aber so ein bisschen die Peaks runterziehen. Und dann könnten wahrscheinlich auch die Instrumente und die Vocals noch ein bisschen Dichte vertragen. Ich will mal kurz zeigen, was ich mir so vorstelle. Ich versuche das einfach mal mit einem SSL-Buskompressor, einfach nur damit ihr eine klangliche Vorstellung davon habt. Würde ich mal gucken, ob ich das ein bisschen parallel einsetzen kann, wenn die Sachen so ein bisschen weiter zusammenkommen. Also das Erste wäre tatsächlich, sich erstmal ins Ceiling zu setzen mit einem Limiter, dass man die Decke erreicht, dass man da oben so mal so ein dBchen oder sowas, wie Friedemann so schön sagt, abknabbert, eine kleine Knabberei. Ja, und genau, lass mal gucken, ob wir hier mit dem mit dem SSL mal ein bisschen innere Lautheit noch dazu bekommen, um das mal zu demonstrieren. Think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who
who I am. I think this whole I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who I am. I think this, I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who I am. I think this, I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but... Genau, das ist so ungefähr die Vorstellung. Einfach mal kurz in Parallel eingesetzt. Genau, Type schreibt gerade Nice Chili Vibes, 100%ig. Extrem chilly, sehr, sehr nice. Schöne Produktion und so. Bock, geiler Rapper. Nice. Also, wenn ihr nochmal hindert, ich mache den jetzt nochmal aus und dann mache ich den gleich an und dann, genau, man merkt, die Vocals kommen ein bisschen mehr nach vorne. Das wollte ich gar nicht so sehr. Dann fahre ich hier nochmal ein bisschen zurück. Aber was ich erreichen wollte, dass ihr ungefähr hört, was ich meine, dass wenn die Instrumente und die Vocals noch ein bisschen zusammenkommen. Achte mal drauf, ob meine Ohren mich täuschen oder ob jetzt auch die Instrumente und die Drums und so alles kommt so ein bisschen zusammengeglut. Damit wollte ich einfach nur noch mal so kurz aufzeigen, dass diese innere Lautheit, wenn man so ein bisschen, wenn das alles so ein bisschen mehr gleich besser zusammenglut, man die Instrumente noch ein bisschen besser deuten kann und dann alles so seinen Platz findet, ja. Vorher, nachher Show mit Gunde Sambo. Gundis. Think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who I am. I think... Und was hier auch auffällt, das ist sehr interessant, das heißt, die Idee war gar nicht so doof, was ich meinte, dass eventuell die Kick sogar ein bisschen zu laut ist. Ja, das achte mal auch auf die Kick. Jetzt kommt das alles so ein bisschen mehr zusammen und wirkt nicht mehr so detached. Auch die Instrumente kommen nach vorne, die Kick wird ein bisschen reingeglut und die Vocals kriegen so schön ihren Platz. Nochmal aus und nochmal an. Think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you, let me show you who I am. I think this all new to you, yeah, let me show you shit. Ja, das ist das. Und Vielleicht noch ein dann... bisschen Tape drauf. Was denn? Vielleicht noch ein bisschen Tape drauf. Mal die Studer ein bisschen und dann da ein bisschen reinfahren. Komm, wir noch. machen uns das Das einfach. macht auch noch ein bisschen kompakter. Einfach mal so getestet. Wir machen hier einfach mal, hauen wir den da mal mit rein. Hier, komm. Do it like you can. I think this all new to you. Let me show you who I am. I'm the best for you. I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you. Let me show you who I am. I think this all new to you. Yeah. Ja, klingt schön. Und was Ja, auch machst du mal ein bisschen kompakter noch, ne? macht's ein bisschen kompakter, schnürt was drum. Was man auf jeden Fall nochmal adressieren könnte, wie gesagt, das ist auch ein bisschen Taste, der Sound ist absolut geil. Ja, das ist wirklich auch ein bisschen Geschmackssache. Aber ich denke, wenn wir hier so ein bisschen was aufrollen in diesem Bereich und noch ein bisschen High-End dazu braten, dass das vielleicht noch ein bisschen homogener wirkt, das Ganze. Ich habe das Gefühl, dass da noch ein bisschen Brightness rein kann. Lass mal checken hier. Wir hören da mal rein hier. Irgendwie so hier in diesem Bereich wahrscheinlich. Die Ecke mal ein bisschen nur kontrollieren. Do it like you can. I think this all new to you. Let me show you who I am. I'm the best for you. I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you. Let me show you who I am. I think this all new to you. Yeah, let me show you shit. Way too smooth, way too clean, moving way too slick. You fucking with me, you know this is legit as it gets. Self-made man, nah, I ain't no kid. Do it like you can. I think this all new to you. Let me show you who I am. I'm the best for you. I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby, can forget about your man. Yeah, she next to you, but can never do it like you can. I think this all new to you. Let me show you who I am. I think this all new to you. Yeah, let me show you shit. Way too smooth, way too clean, moving way too slick. You fucking with me, you know this is legit as it gets. Self-made man, nah, I ain't no kid. Do it like you can. I think this all new to you. Let me show you who I am. I'm the best for you. I don't think you really understand. Buy that dress for you, baby.
Ja, mehr würde ich da eigentlich gar nicht machen. Wie gesagt, ist ein bisschen Taste. Ich glaube, so ein bisschen Höhen kann man da noch mit reinbraten. Und eine Sache, die mir auch final noch aufgefallen ist, das ist aber nur an 1, 2 Stellen. Das ist nichts Untypisches. Das sind, ich würde sagen, ganzen Song vielleicht 4, 5 oder sowas bei den Sibilanden. Und das geht nur um diese Laute. Da sind mitten im Song sind so 2, 3 Laute, die noch ein bisschen kontrolliert werden könnten. Das kann man entweder per Hand machen, aber was da, kurzer Spoiler, was da auch sehr gut funktioniert, nur mal kurz angerissen, ist, den kennen ja auch viele, wenn man sich hier mal den Fabfilter nimmt und dann sagt man einfach so in diesem Bereich, macht man das Band ein bisschen enger, macht dann auf Solo, hört mal rein, wo ist das? Und dann guckt man, dass der hier so 2 dBchen reduziert, nur auf den Lauten und dann hat man das gefixt. Sehr, sehr geil. Vielen Dank für die Einreichung. Bombensong. Vincent, hast du noch was zum Besten zu geben, mein Lieber? Ja, als allererstes mal wirklich Glückwunsch an die Jungs. Das ist, was da abgeliefert worden ist. Wow. Definitiv sehr, sehr geil und auch ganz, ganz lieben Dank, dass ihr uns die Songs zur Verfügung gestellt habt, damit wir die ein bisschen zerpflücken konnten. Ja, hat super Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir euch hier dann häufiger in diesen Sessions sehen werden. Ihr könnt fleißig Tracks schicken. Erstmal an die E-Mail-Adresse von Toni. Ich glaube, es ist toni@mastering-akademie.de. Genau, ich baller die hier ja, einmal schnell in den Chat. Ihr könnt auch gerne Freunden und Bekannten Bescheid geben, dass die uns ihre Sachen auch schicken können. Wir möchten natürlich, dass die Community hier schön wächst und dass auch viele, viele andere Leute teilhaben können von dem Wissen, was wir hier durch die Gegend schmeißen. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für die Tracks. Wie gesagt, mein Favorite ist und bleibt die letzte Nummer und die ziehe ich mir auch gleich nochmal rein. Schön laut, dass meine Nachbarn mich hassen. Das tun sie nicht. Das tun sie nicht. Genau, also so laut wie ich, doch so laut wie ich hier höre, so eine Viertelstunde am Tag bestimmt. Ja, zum Glück haben wir hier keine Nachbarn. Das ist schon mal ganz praktisch. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank für die Einreichung. Sehr, sehr geile Songs. Der liebe Malte schreibt gerade starke Runde. Auf jeden Fall extrem stabil. Hat super Spaß gemacht. Wir machen das Malte, jetzt. starker Track. Starker Track, absolut. Und genau, wir machen das jetzt einmal die Woche. Das heißt, wenn ihr Songs Einmal habt im hier Monat, aus der... Einmal im Monat. Entschuldige bitte, genau. Also einmal die Woche gibt es Ja, hier Yamaha und R unsere verschiedenen Formate sozusagen. An einmal im Monat machen wir diesen Mixing Elevator on Air zusammen mit euch, mit euren Songs. Deswegen guckt, dass ihr uns Einreichungen schickt an tony@mastering-academy.de. Das findet ihr jetzt hier im Chat. Und dann würden sagen... Mr. Price, das war mir ein Vergnügen, Mr. Matrose. Ja, es war uns ein... Ahoi Matrosen, es war definitiv geil, ja. Ja, und dann würde ich sagen... Abend. Habt einen schönen Abend. Bis denn. Ciao. Bye, Wir bye. sind draußen wie Schlangen.